Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe hier heute ein Asus Business Notebook, ein B9440UA. Da zeige ich euch heute, wie das aufgebaut ist und wie man an die ganzen Teile drankommt, wenn man was reparieren muss. An dem Gerät wollte der Kunde selbst das Display tauschen. Das hat er soweit mehr oder weniger auch hinbekommen. Danach ging allerdings gar nichts mehr und dann wurde das Gerät zu uns eingesendet. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man das zerlegen muss und was genau da passiert ist. Und zwar habe ich das Gerät schon zerlegt, also es ist schon teilweise auseinander. Zuerst muss man natürlich die Bodenplatte abnehmen, um dann die Scharniere und diese Abdeckung wegzuschrauben. Die sitzt hier drin. Da verläuft dann das Kabel durch. Und wenn man das Ganze voneinander getrennt hat, wird das Display zerlegt. Ganz wichtig, was der Kunde wahrscheinlich auch nicht beachtet hat, ist, dass man, sobald man die Bodenplatte abgeschraubt hat, der Akku absteckt, weil dem Kunde ist unter anderem die Sicherung kaputt gegangen auf dem Mainboard, die für die Beleuchtung des Displays zuständig ist. Da haben wir jetzt eine Lötbrücke eingelötet, damit die Beleuchtung vom Display wieder funktioniert. Das spart dem Kunde ungefähr Kosten von 700, 800 Euro, was das neue Mainboard mehr gekostet hätte. Ich zeige euch auch gerade mal gleich noch die Sicherung. Die ist ziemlich klein und filigran im Vergleich zum Streichhölzle. Kaum was zu erkennen. Ja, dann, um das Display weiter zu zerlegen, muss man erst die Abdeckung abnehmen. Die sitzt hier drüber. Dann muss man die Scharniere abschrauben, um dann letztendlich den Frontrahmen herunter zu bekommen. Und erst dann kommt man ans Display dran. Beim Display gibt es dann auch eine Besonderheit. Das ist nicht verschraubt, weil alles so klein und dünn und schmal ist. Das ist nur reingeklebt in den Deckel. Da unten sieht man dann normalerweise zwei so, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll, wie so Power Stripes, wo man dann dran ziehen kann. Das verläuft dann da am Display hinten hoch. Dann kann man quasi den Kleber gerade rausziehen. Und dann kann man das Display rausnehmen. Wenn man das nicht beachtet und dort nicht weiß, wie das funktioniert, dann sieht das Display hinterher so aus. Der Kunde hat es mit Gewalt herausgerissen oder gebrochen, wie auch immer. In dem Fall natürlich kein Problem, das Display war sowieso defekt. Wenn man bei dem Gerät aber den Displaydeckel tauschen müsste und das Display noch ganz ist, sollte man das beachten. Sonst muss man alles tauschen. Was bei dem Gerät auch noch besonders ist, es hat keinerlei Anschlüsse unten, mal abgesehen vom Kopfhöreranschluss. Die Anschlüsse fürs Laden und alles weitere sitzen im Display. Das sind auch nur zwei USB-C Ports, über die alles weitere gemacht wird. Sitzt einer links und einer rechts. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Wie gesagt, das Gerät ist auch relativ neu und immer mal wieder was Neues. Sonst sieht man hier am Grundgerät auch noch der Akku, wenn man Akku tauschen will. WLAN-Karte, die M2 SSD, die man auch tauschen kann.
Alles andere ist nicht zu tauschen, also der Arbeitsspeicher ist hier aufgelötet, die CPU und Grafikeinheit. Da hier die CPU und der RAM und fast alles auf dem Mainboard direkt integriert ist, ist der Mainboard-Preis natürlich relativ hoch, obwohl wir offizieller ASUS-Distributor sind. Der Preis für das Mainboard liegt bei knapp 760 Euro. Durch die Brücke spart sich der Kunde natürlich einiges an Geld. Die Reparatur liegt jetzt bei knapp 160 Euro. Was ich dann auch noch erwähnen wollte, ist das Display. Das ist ein Original ASUS-Ersatzteil auch und hätte mit dem Einbau 199 Euro gekostet. Das heißt, wenn der Kunde das Gerät gleich zu uns gebracht hätte, hätte er 200 Euro ausgegeben für die komplette Reparatur. Ich hoffe, ich konnte euch das Gerät ein bisschen näher bringen und dem einen oder anderen dadurch vielleicht eine teure Reparatur erspare. Und wir würden uns über ein Like oder ein Abo natürlich sehr freuen. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.